Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.net und ich möchte euch heute mal den Kelly Kettle zeigen. Ich möchte ihn nicht empfehlen, ich möchte ihn wirklich nur zeigen und ich erzähle auch gleich warum. Die meisten kennen den Kelly Kettle, ich packe ihn mal eben aus. Sicherlich, wir haben schon das ein oder andere Video dazu gesehen. Das ist diese riesige Milchkanne hier. Ich habe den vor vielen Jahren, hatte ich ihn mir schon mal gekauft. Da hatte der auch noch so einen Korkdeckel, mittlerweile ist es so ein Gummideckel, finde ich nicht ganz so schön. Aber naja. Und habe ihn auch eine ganze Weile verwendet, habe mich dann aber wieder von ihm getrennt. Denn das ist einfach ein wahnsinniges Paket. Also das ist jetzt die kleinste Variante, die es gibt. Da passen 500, 600 Milliliter rein. Und das ist die Variante aus Edelstahl. Die aus Alu mag ich nicht so, ich bin sowieso kein Alu-Fan. Und ich habe mir diesen Kelly Kettle jetzt vor kurzem wieder gekauft. Einfach weil es jetzt neues oder relativ neues Equipment dazu gibt. Das wollte ich ganz gerne testen. Ich habe mir das einmal in so einem Set geholt. Da ist dann nochmal so ein kleiner Topf mit drin ist. Das war mir aber relativ egal. Dann ist da nochmal so ein kleiner Grillrost. Das kann man dann hinten drauflegen. Wenn man hier unten Kohle drin hat, kann man da noch was draus machen. Funktioniert semi gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo es mir tatsächlich drauf ankam, so eine Zange ist auch noch mit dabei. Aber wo es mir drauf ankam, das ist dieses tolle Teil hier. Und zwar ein Topfkreuz. Das kann man einfach so ineinander. Und dann kann man das hier oben reinstecken. Und dann kann man hier oben eben noch drauf kochen. Ich blende mal eben ganz kurz so ein bisschen den Kelly Kettle im Einsatz ein. Ich werde jetzt hier ihn nicht befeuern, den habe ich oft genug befeuert. Ich blende da so ein paar Videos ein und dann erzähle ich noch mal ein bisschen was dazu. Ihr seht, der ist von der Seite aus hohl, denn hier wird nachher das Feuer durch befeuert und da kommt die Hitze wirklich durch. Und der ist doppelbandig, das sieht man von hier so ein bisschen. Wenn man den Stutzen hier rausmacht, sieht man, hier kann man das Wasser hineinfüllen. Ganz wichtig, wenn ihr ihn in Betrieb habt, auf gar keinen Fall diesen Stutzen drauf lassen, das Ding kann sonst in die Luft fliegen. Das kann echt unschön werden. Wenn ihr ihn in Betrieb habt, immer diesen Stutzen abmachen, ganz wichtig. Man hat diese Schale hier drunter. Hier wird das Grundfeuer, sag ich mal, gelegt. Dann kommt das hier rauf und man wirft oben immer, man wirft hier oben immer entsprechend das Holz nach. Und was ich nun ganz toll fand, das war halt eben dieses besagte Topfkreuz, das man einfach hier zusammenfalten kann, hier oben reinsetzen. Und dann hat man die Option auch oben drauf immer noch zusätzlich was zu kochen, weil wie ihr in dem Video gesehen habt, kommt da oben eine ganz schöne Flamme raus. Das heißt, man kann da oben noch mal eine Pfanne rauf tun oder einen Topf drauf tun. So ein kleiner Topf ist mit dabei. Das sind, glaube ich, so 200 Milliliter, 250. Und dann kann man zusätzlich ein bisschen kochen, weil er kann halt nichts anderes als Wasser kochen. Ich meine, da drin ist er wirklich ungeschlagen. Aber ja, das war es auch letztendlich. Es ist ein wahnsinnig schneller Wasserkocher, also es ist auch ein Sturmkocher. Da ist er wirklich noch ganz praktisch, weil es ist egal, wie viel Wind ist. Man wirft hier oben das Holz rein. Das ist übrigens auch so ein Nachteil, wenn das Kreuz drin ist, dass natürlich der Einwurfschlitz deutlich kleiner ist.
als halt diese ganze Fläche. Wenn das Feuer unten erstmal im Gang ist, dann kann man einfach wild oben die Sachen reinwerfen und das brennt sofort. Also es ist sehr feuchtes Holz, gar kein Problem, das geht wahnsinnig schnell. Also richtig gut, wenn man eben Wasser braucht. Warum möchte ich das Ganze nun nicht empfehlen, sondern nur zeigen? Ganz einfach, man muss ihn mögen. Ich kann keine reellen Argumente sagen, warum man ihn mitnehmen sollte und nicht Spirituskocher, Gaskocher, Hobokocher, was auch immer. Es ist ein riesiges Packmaß, also das ist wirklich ordentlich und das ist der kleinste, wie gesagt. Er kann letztendlich wirklich nur Wasser zum Kochen bringen, das sehr schnell. Wenn das Hauptaugenmerk ist, das ist natürlich ein gutes Argument. Und mit diesem Topfkreuz, als ich mir den das erste Mal geholt habe, da gab es dieses Kreuz noch nicht. Da gab es wirklich den hier so, wie gesagt, das hier war aus Kork und das war es, mehr Zubehör gab es dazu nicht. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr und deswegen habe ich ihn mir auch wieder geholt, weil schon damals eben das Problem war, dass man sehr limitiert ist. Man kann halt wirklich nur Wasser kochen. Ich habe das mit dem Topfkreuz probiert, es geht semi-gut, sag ich mal. Es funktioniert, aber man darf ihn halt auch auf gar keinen Fall leer betreiben. Das heißt, es muss immer Wasser drin sein. Das Wasser kocht enorm schnell. So schnell wird das, was oben drauf ist, nicht gar sein. Das heißt, man muss entweder damit leben, dass das immer mal so ein bisschen rauspülscht, man muss aber auch zwischendurch immer mal so ein bisschen nachfüllen, wenn man länger kochen möchte. Das heißt, für längere Kochvorhaben ist der einfach nicht geeignet. Ich mag den kleinen, ich mag den großen irgendwo ganz gerne. Er hat einfach irgendwie sowas, der ist einfach ein System, was einfach schon ewig alt ist, was einfach funktioniert, wo der Wind vollkommen egal ist. Und wenn ich jetzt nur mein Kaffeewasser aufsetzen möchte oder sonst Kleinigkeiten machen, ist der einfach prima. Und dann, ja, dann nehme ich auch das Packmaß in Kauf. Aber tatsächlich kann ich ihn nicht empfehlen, weil er nichts kann, was andere nicht auch können, außer das schnelle Wasser zum Kochen bringen. Ich glaube, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Er hat es mir irgendwie angetan, auch wenn ich ihn sehr, sehr selten mitnehme. Also ich habe ihn jetzt auch mit dem neuen Kauf, ich habe schon überlegt, ob ich mich wieder von ihm trenne, aber ich denke, ich werde ihn behalten. Wie gesagt, ich mag den kleinen einfach, aber einen reellen, großen Nutzen kann ich so nicht sagen. Kochen würde ich damit tatsächlich nicht. Und bei einer Trekking-Tour, wenn man jetzt sagt, okay, man hat Travel Lunch und Co. dabei, klar, das ist natürlich toll, schnell Wasser zum Kochen zu bringen, aber ganz ehrlich, bei einer Trekking-Tour packe ich das nicht ein. Bei der Trekking-Tour habe ich halt einfach wesentlich leichtere, wesentlich kleinere Ausrüstung, nehme ich auch einen wesentlich kleineren Rucksack mit und dann brauche ich nicht so einen Riesen. Das ist also einfach, ist so ein kleines Liebhaberstück, würde ich mal sagen. Lässt sich schön zusammenpacken zwar, auch hier rein, der Topf kann unten rein. Hier oben kann man noch mal den Kleinkram reinwerfen, aber wie gesagt, man muss ihn mögen und dann macht er einfach Spaß. Es ist ja einfach auch, es muss ja nicht alles immer das Beste sein, das Schnellste sein und so weiter und so fort. Mir machen manche Ausrüstungsgegenstände, auch wenn sie mit Nachteilen behaftet sind, machen sie einfach Spaß. Und ja, ich glaube, das kann ich ganz gut zum Kelly Kettle sagen. Er macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Es macht mir Spaß, ihn zu befeuern. Es macht mir Spaß, damit so ein bisschen was zu köcheln. Ich passe dann entsprechend einfach die Sachen an, die ich damit mache. Und ich habe einfach Freude daran, ihn zu verwenden. Und für die Zwecke, aus Spaß und der Freude, super. Für alles andere gibt es Alternativen. Das ist ganz klar, das weiß jeder von uns. Aber wenn ihr den mal irgendwo günstig abgreifen könnt und sei es vielleicht bei eBay oder so, testet den einfach mal aus. Wie gesagt, er macht einfach echt Spaß. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.